起きた。何のつもりだ。とぼけんねえ。ネタ上がっとる。何？お前が減産やったっちゅうことだな。Ich habe jetzt mehr als 30 Stunden in Like a Dragon Ishin reingespielt und möchte euch nun mein kleines Feedback zu dem Game geben. Bevor ich allerdings verrate, wie ich das Spiel gefunden habe, hier erst einmal ein paar Hintergrundinformationen zu dem Game. Bei Like a Dragon Ishin handelt es sich um ein Remake eines 2014 nur in Japan erschienenen Spin-offs der Yakuza-Reihe. Der besondere Clou dabei ist, dass wir nicht wie in der Yakuza-Reihe oder dessen aktuellen Spin-offs Judgment oder Lost Judgment selbst in einem modernen Japan unterwegs sind, sondern im Japan der 1860er Jahre. Hier findet sich unser Held Sakamoto Ryuma, der auf einer real existierenden Person basiert, hier aber von Yakuza-Langzeitprotagonisten Kazuma verkörpert wird, am Ende der Edo-Periode auf den Straßen Kios, dem heutigen Kyoto, mitten in einer aufkeimenden Revolution zwischen der etablierten Samurai-Regierung des Shogunats und den kaisertreuen Loyalisten-Rebellen wieder. Aber nicht nur Kazuma hat eine Rolle in Dragon Like Ishin, nahezu alle relevanten Rollen werden von Charakteren aus der Yakuza-Reihe gespielt. Aktuell bin ich im 10. von insgesamt 14 Kapiteln und die Wendungen sind so zahlreich und beide Seiten, also sowohl das Shogunat als auch die Loyalisten, haben viel zu viel Dreck am Katana, als dass ich aktuell den Ausgang des Spiels vorhersehen könnte. Allerdings, wie der reale historische Konflikt ausging, sollte jedem bekannt sein, der den Tom Cruise-Film The Last Samurai gesehen hat. Während Like a Dragon Ishin den Anfang des Konfliktes zeigt, gibt der Tom Cruise-Film das etwa 20 Jahre spätere Ende wieder. Aber was habe ich eigentlich die 30 Stunden bis jetzt gemacht? Nun, in erster Linie ist Like a Dragon Ishin, wie die meisten Yakuza-Teile, ein klassischer Brawler. Während wir uns von einer Storywendung der Hauptgeschichte zur nächsten rumkämpfen, können wir auf 4 sehr unterschiedliche Kampfstile zurückgreifen. Wir hätten einen freihändigen Straßenkämpferstil, welcher sich dadurch auszeichnet, dass Ryoma alle möglichen Gegenstände, die auf den Straßen Kios herumliegen, greifen kann und seinen Gegner damit verprügelt. Klassisch für einen Samurai, wie es Ryoma ist, kämpft er natürlich auch mit seinem Katana, dem Schwerterkampfstil. Und da sich Japan in den 1860er Jahren langsam der Moderne öffnet, dürfen Schusswaffen natürlich nicht fehlen, die im Schützenstil verwendet werden dürfen. Und im Freitänzerstil wird das Katana und die Schusswaffen gleichzeitig geschwungen. Jeder Stil hat dabei seine eigenen Vor- und Nachteile. Und durch aktive Verwendung der Kampfstile kann man nach und nach neue Skills und Heat-Angriffe freischalten. Die Heat-Angriffe sind überhaupt, wie in der Yakuza-Reihe üblich, das inszenatorische Highlight der Kämpfe. So kann man, wenn die Heat-Leiste gefüllt ist, situationsbedingte Spezialangriffe auslösen. Aber nicht nur die Hauptstory und die Kämpfe haben mich die letzten 30 Stunden beschäftigt, sondern auch die vielen Nebengeschichten und Minispiele. Während die Hauptstory, wie für ein Yakuza-Spiel typisch, sehr ernst, aber durchaus cool inszeniert ist, so triefen die Nebengeschichten vor Humor. Mal etwas skurriler, mal etwas anzüglicher Humor. Wie bei der Dame, die, weil ihr Ehemann immer sehr lange Geschäftsreisen unternimmt, sich vor lauter Einsamkeit unseren sehr langen und dicken Gemüse verschrieben hat. Ja, ihr habt richtig gehört. Es geht um Gemüse. Denn einer der intensiveren Minispiele ist der Farming-Simulator Another Life. Auf einer kleinen Farm bestellen wir Felder, bauen Gemüse an, halten Hühner, kochen und verkaufen unsere Produkte. Aber das ist nicht die einzige Nebentätigkeit. So können wir in einer Nudelbar aushelfen, im Akkord Holz hacken, sinnlich tanzen, Karaoke singen, auch wenn technisch gesehen Karaoke erst 110 Jahre später erfunden wurde, oder zum Beispiel einen Abend mit der verführerischen Geisha Anna verbringen. Besonders diese Aufgabe verlangt von uns einiges ab. So müssen wir zunächst Anna in einem Sake-Wegtrinken besingen, uns dann mit ihr einen Strip-Schnick-Schnack-Schnuck-Battle liefern und am Ende unsere männliche Standkraft in einem Vertical-Shooter beweisen. Neben vielen weiteren Minispielen wie Mahjong, Poker oder Hühnerrennen und vielen mehr, die ich noch nicht mal ausprobiert habe, gibt es noch ein Crafting-System, welches stark an Monster Hunter erinnert. Hier kann man über einen großen Baum immer neuere Waffen, Munition oder Rüstungen basteln.
Die Materialien bekommt man nach Kämpfen oder findet diese in der Open World. Like a Dragon Ishin hat übrigens eine Altersfreigabe von 16 in Deutschland und eine PEGI-Einstufung von 18. Es mag zwar sehr brutal wirken, mit all den aufgeschlitzten Bäuchen dank der Heat-Angriffe, aber es ist zu beachten, dass kein Gegner wirklich stirbt. Für gewöhnlich stehen alle Gegner nach den Kämpfen wieder auf und entschuldigen sich bei uns. Und nein, das ist keine Zensurmaßnahme für den ach so besorgten deutschen Jugendschutz, sondern etwas Typisches für die Yakuza-Reihe. Egal wie brutal die Kämpfe werden, gestorben wird nur im Rahmen der Zwischensequenzen. Die ultimative Blood Armor also. Ein letztes Feature, das noch erwähnt werden sollte, ist das Truppenfeature. Im Verlauf der Hauptstory werden wir der Anführer einer kleinen Armee. Die Armee selbst bekommen wir allerdings nur in Form von Sammelkarten mit. Diese Sammelkarten können wir dann den einzelnen Kampfstilen zuweisen. Dadurch erhalten wir im Kampf besondere Fähigkeiten, von einfachen Verbesserungen wie Heil- oder Schadensbuffs zu besonderen Angriffen, die an Dragon Ball erinnern, bis hin zu exklusiven Heat-Angriffen wie einen Tigerangriff oder einen Bärenangriff. Neue Truppenmitglieder kann man dabei entweder zufällig durch Siege bei den normalen Scharmützeln, durch aktives Anwerben gegen bare Münze oder durch das Bestreiten eines mehr oder weniger story-unabhängigen Dungeons. Soweit mir bekannt ist, ist dieses Feature komplett neu und nur für das Remake erfunden worden. Das feudale Japan und besonders die Straßen von Kyo sind vielleicht nicht so beeindruckend wie die neonerleuchteten Gassen von Kamurocho in Yakuza oder Judgment. Aber wenn langsam die Sonne untergeht und die Passanten Papierlaternen tragen, da geht mir einfach das Herz auf. Aber jetzt die alles entscheidende Frage. Lohnt sich das Spiel und wenn ja, für wen? Also, eines vorweg. Ich liebe das Spiel und ich kann gar nicht erwarten, das Spiel weiterzuspielen. Wenn ihr auf Samurai-Action steht und Spaß mit den Spielen wie Ghost of Tsushima hattet, gebt dem Spiel eine Chance. Für Fans der Yakuza-Spiele ist es eher ein No-Brainer. Solltet ihr aber nicht zu den zwei Kategorien gehören, lasst euch gesagt sein, dass ihr sehr viel Text lesen müsst. Es gibt nur eine japanische Sprachausgabe und damit gilt für die meisten von uns fleißiges Untertitellesen. Aber im Vergleich zu den alten Yakuza-Teilen sind diese wenigstens auf Deutsch. Und jetzt dürft ihr euch noch an dem vom Anfang des Videos angeteaserten Kampf gegen Goro Machima oder wie er hier in Like a Dragon Ishin heißt, Okita Zoji erfreuen. Und ich sage danke, dass ihr bis hierher zugeschaut habt und ein ganz besonderer Dank geht an meine treuen Seelen, die mich mit einem Abo auf Twitch oder einer Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube jeden Monat aufs Neue finanziell unterstützen und mir kleine Projekte wie dieses hier ermöglichen. Danke.来い、起きた。俺はお前に勝つ。そして全ての謎を明かし、坂本龍馬としての人生を取り戻す。気合いや。行くで、坂本龍馬。